In diesem Video möchten wir euch unsere Training-Snacks vorstellen und die meistgestellten Fragen beantworten. Wir wissen, dass wir unglaublich viele Allergiehunde bei uns in der Community haben. Und wir selber sind mit unserem Hund Vito, mit einem Hund, der Darmprobleme hat, betroffen, dass wir nicht jedes Leckerli verfüttern können und es unglaublich schwierig ist, was Natürliches im Monoprotein zu finden. Wir haben uns deshalb gedacht, das können wir doch einfach selber entwickeln. Und das haben wir hier mit den Training Snacks gemacht. Die Training Snacks sind dafür konzipiert, dass die klein sind, sie sind halbweich, also nicht super hart. Und sie sollen dem Hund schnell im Alltag oder im Training verfüttert werden können. Unsere Training Snacks bestehen genau aus zwei Zutaten. Zum einen Fleisch und zum anderen Knochenmehl. Und wir haben streng darauf geachtet, dass es sich hier um ein Monoprotein handelt. Also, dass sowohl das Knochenmehl als auch das Fleisch vom jeweils gleichen Tier ist. Bei Instagram kamen bereits schon einige Fragen zu unseren Training Snacks rein und diese Fragen möchten wir jetzt in diesem Video beantworten. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du uns natürlich diese unten in den Kommentaren stellen und wir gehen da nochmal weiter darauf ein. Frage Nummer 1, wo lasst ihr die Training Snacks produzieren? Unsere Training Snacks werden in Südpolen produziert. Wir haben ziemlich lange nach Herstellern gesucht. Wir hatten zum Beispiel einen Hersteller in der Schweiz gefunden, hatten auch jemanden in Deutschland. Da ist aber das Problem, dass ganz oft das Fleisch von außerhalb kommt. Das heißt, da ist nochmal das Tier mit langen Transportwegen verknüpft und sowas. Und das wollten wir einfach nicht. Wir wollten gut nachvollziehen können, wo kommt unser Fleisch her. Und das konnten wir in der Produktion in Polen finden, was ziemlich cool auch ist, denn es ist genau da aus der Region her, wo ich ursprünglich herkomme. Das heißt, da haben wir einfach nochmal einen ganz anderen Bezug dazu und wir können viel öfter nach Polen reisen, um das Ganze nochmal ein bisschen nachzukontrollieren. Nächste Frage ist, woher kommt das Fleisch für unsere Training Snacks? Das Fleisch kommt genauso wie die Produktion auch aus Polen. Das heißt, es wird kein Fleisch importiert und auch keine Tiere importiert. Da sind keine Transportwege dazwischen. Gibt es noch mehr Sorten? Momentan bieten wir 8 Sorten an und wir haben bei den Sorten darauf geachtet, dass es wirklich das Fleisch ist, das wir von der Region beziehen können. Wenn du irgendwie eine andere Sorte benötigst, kannst du uns das gerne unten in den Kommentaren wissen lassen. Wir haben aber daran gedacht, dass wir etwas haben, das für Hunde oder für Allergiker geeignet ist oder für Hunde mit einem sensiblen Darm, zum Beispiel sowas wie Kaninchen. Kaninchen ist wirklich meistens sehr, sehr, sehr gut verträglich, genauso wie Wildsorten. Wir haben zum Beispiel hier die Ente, die ein bisschen fettiger ist, wenn Hunde sehr aktiv sind. Oder beispielsweise Wildschwein. Wildschwein kommt auch bei Allergikern extrem gut an oder bei Hunden mit einem sensiblen Darm. Einfach deswegen, weil es nicht so häufig verarbeitet wird wie andere Fleischsorten. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für den Hirsch. Oder auch für das Pferd, denn Pferd ist auch meistens hyperallergen und kann sehr gut von Hunden verarbeitet werden. Wie teuer ist eine Packung? Eine Packung beinhaltet 500 Gramm, also ein halbes Kilogramm und kostet 29,95 €. Das mag auf den ersten Blick vielleicht teuer erscheinen, aber man muss sich das mal so ein bisschen durchkalkulieren. Schaut euch mal die Kilogrammpreise an in Shops, denn das ist mittlerweile Pflicht in Deutschland, das muss angegeben werden und so könnt ihr am besten vergleichen. Wir bieten beispielsweise ein Sparabo an, wo ihr nochmal gut Geld sparen könnt. Da kommt ihr wirklich noch auf einen guten Kilogrammpreis und zusätzlich müsst ihr beachten, wir bieten hier eine Großpackung an. Viele Hersteller bieten beispielsweise so 60 bis 80 Gramm Packungen an für 4-5 € und dadurch machen sie den Preis künstlich tiefer. Es wirkt für dich vielleicht günstiger, aber letztendlich ist es viel höher oder ein viel teurerer Preis, den du bezahlst, aber du kaufst viele kleine Packungen. Erstens hast du dann unglaublich viel Verpackungsmüll. Das hast du bei uns nicht. Du hast hier eine große, wiederverschließbare Verpackung aus Monomaterial, die komplett recycelbar ist. Also das war uns auch extrem wichtig und das muss man auch im Preis einkalkulieren. Und auf der anderen Seite hast du viel Inhalt. Zusätzlich darfst du nicht vergessen, was sind die Inhaltsstoffe? Bei uns handelt es sich wirklich nur um 2 Inhaltsstoffe, also um das Fleisch und um Knochenmehl. Und da haben wir darauf geachtet, dass wir keine anderen Zusätze drin haben, dass wirklich Allergikerhunde keine Probleme haben wegen irgendwelchen Ausschlussdiäten und gucken müssen, oh, da ist vielleicht noch das drin oder das drin, darauf müssen die achten. Es sind genau 2 Dinge vom gleichen Tier jeweils drin, also habt ihr da keine Bedenken oder keine Probleme bei eurem Hund. Sind unsere Training Snacks für Allergikerhunde geeignet? Ja, unbedingt. Achte einfach auf die Fleischsorte, die dein Hund verträgt. Vielleicht hast du ja zum Beispiel schon eine Ausschlussdiät gemacht oder weißt, was dein Hund nicht verträgt. Und ansonsten, wir haben hier wirklich keine versteckten Inhaltsstoffe drin, keine Streckmaterialien, keine unterschiedlichen Bindemittel. Du musst auf nichts achten, sondern rein nur auf die Fleischsorte und dann bist du völlig fein.
Nächste Frage, wie groß sind unsere Training Snacks? Die Training Snacks sind 15 mm x 5 mm, die sind so ein bisschen länglichere Würfel. Und die sind speziell so konzipiert, dass sie schneller an deinen Hund verfüttert werden können. Also dein Hund wird nicht lange kauen, du kannst schnell im Training weitermachen oder auch im Alltag, du kannst deinen Hund belohnen, zack, verfügbar, gegessen, fertig. Und deswegen nennen wir sie auch Training Snacks, also es ist was Kleines, aber total intensiv riechend und sie kommen super bei den Hunden an. Wie ist die Konsistenz der Training Snacks? Die Konsistenz ist halbweich. Und zwar sind sie durch das Knochenmehl etwas fester, sie sind aber nicht super soft. Das heißt, der Hund muss schon noch mal drauf beißen, aber es ist nicht so, dass es super trocken ist oder sonst irgendetwas, sondern wirklich halbweich. Was sind die Inhaltsstoffe? Und bei den Inhaltsstoffen können wir euch versichern, da sind keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen Aromen, keine Konservierungsstoffe drin, denn wir haben bei der Verarbeitung darauf geachtet, dass es luftgetrocknet ist und beim Lufttrocknen ist es so, dass das die natürliche Konservierung der Leckerlis ist. Da werden sie auf einer niedrigen Temperatur erhitzt und dadurch wird das alles schön trocken und wir müssen keine zusätzlichen künstlichen Dinge verwenden. Und bei den Inhaltsstoffen ist es so, dass wir wirklich 70% Fleischanteil haben, 30% Knochenmehl, jeweils des gleichen Tieres. Gibt es eine Low-Carb-Variante? Low Carb sind die alle, denn die bestehen nur aus Fleisch und Knochenmehl. Das heißt, da sind keine Getreidezusätze oder sonst irgendetwas drin. Die sind alle Low Carb. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Kalorien achten, weil natürlich einige Hunde mehr auf die Kalorien achten müssen, dann haben wir zum Beispiel Kaninchen. Das ist wirklich so ich würde behaupten, unser Allrounder. Der ist nämlich ultrasensitive, der ist hyperallergen und auch wirklich dafür geeignet, wenn der Hund ein bisschen zu moppelig ist und auf sein Gewicht achten muss. Natürlich auch sowas wie Huhn. Huhn hat auch immer recht wenig Fett und dadurch ist es ganz gut zu verfüttern. Und wenn ein Hund super aktiv ist und viele Kalorien benötigt, vor allem weil Hunde aus dem Fett Energie gewinnen, dann ist Ente geeignet. Ente ist einfach etwas fettiger und deswegen gut geeignet für Hunde, die zum Beispiel sehr aktiv sind oder auch zum Beispiel für die Winterzeit, wo Hunde mehr Fett ein bisschen benötigen. Da ist einfach diese Fleischsorte ganz gut. Und generell kannst du dir auch einfach auf unserer Webseite noch die Nährwerte anschauen, denn da haben wir wirklich für jede Sorte auf 100 Gramm die Kalorien angegeben, sodass du dich ja einfach reinlesen kannst und weißt, welche Sorte für deinen Hund perfekt ist. Welches von diesen Sorten hat den höchsten Proteingehalt? Viele achten ja darauf, dass ihr Hund entweder viel Protein benötigt oder aber auch Protein reduziert verfüttern. Das kommt immer so ein bisschen auf den Hund und die ganz individuellen Fütterungsempfehlungen an. Am meisten Protein hat die Sorte Pferd. Hier handelt es sich um 42,6 Gramm auf 100 Gramm. Das ist fast die Hälfte, ist reines Protein hier. Und am wenigsten Protein hat Rind mit ganz genau 31,2 Gramm auf 100 Gramm. Wird es eine Veggie-Variante geben. Und da möchten wir ganz ehrlich mit euch sein, das ist gar nicht so leicht, denn uns ist unglaublich wichtig, was drin ist. Und es nur vegetarisch oder vegan anzubieten, ist in erster Linie leicht, aber hier gibt es so ein bisschen das Problem mit den Rohstoffen. Denn wenn man die bezieht, sind es ganz oft pflanzliche Nebenerzeugnisse gemischt. Pflanzliche Nebenerzeugnisse kann alles und nichts sein. Das kann sowas wie Holzspäne sein, das kann sowas wie irgendwelche Hülsen von Hülsenfrüchten sein und das ist so gemischt, dass es gar nicht nachvollziehbar ist, was alles drin ist und das war nicht unser Anspruch, den wir machen möchten. Wir möchten definitiv langfristig Veggie-Alternativen anbieten, aber momentan haben wir da einfach noch nichts gefunden, dass wir sagen können, hey, das ist ein Produkt, mit dem gehen wir auf den Markt und sind zufrieden damit. Und gerade für Hunde, die eben Allergien haben, die Darmprobleme haben, ist es so wichtig, dass man deklarieren kann, was drin ist, dass wir gesagt haben, wir schieben das Projekt erstmal an die Seite. Was noch ist, kann immer noch werden, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran. Ein weiterer Aspekt ist das Binden dieser Materialien, also dieser pflanzlichen Nebenerzeugnisse. Pflanzliche Nebenerzeugnisse, kannst du dir ja vorstellen, sind super, super trocken und die zu binden, das wird meistens mit Glycerin gemacht. Es gibt tierisches Glycerin oder pflanzliches Glycerin. Natürlich bei der Veggie-Variante würde man das pflanzliche Glycerin benutzen, aber die Menge, die man benötigt, um dieses Leckerli zu binden, ist so hoch, dass es wiederum bei Hunden zu negativen Erscheinungen kommen könnte, wie eben
Blähungen oder Durchfall, weil es einfach in dieser Menge sehr schwierig ist. Da müssen wir einfach noch an der Rezeptur arbeiten und gucken, was der Markt noch so bietet. Aber das wird alles noch. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Falls du weitere Fragen hast, kannst du uns das natürlich gerne unten in den Kommentaren wissen lassen. Und als Neukunde bekommst du mit dem Rabattcode Vitomalia20 nochmal 20% und dann kannst du auch nochmal hier diese Leckerlis testen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, abonniere auch diesen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Halt die Ohren steif und immer der Nase nach und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, tschüss!